sehr leckeres und gesundes Roggenbrot, das aus 100% Roggenmehl besteht und Roggensauerteig. Ich backe heute ein Roggensauerteigbrot. Dafür brauche ich 6 Gramm Trockenhefe und 20 Gramm Salz, 600 Gramm Roggenmehl, Typ 997, Roggensauerteig, gestern Abend habe ich den gefüttert, davon 200 Gramm und lauwarmes Wasser. Außerdem brauchen wir eine Kastenform. Ich nehme eine, die beschichtet ist und die Ecken drinnen abgerundet sind. So bleibt der Teig drinnen nicht kleben. 510 Gramm warmes Wasser, 20 Gramm Salz und 6 Gramm Trockenhefe. Die Hefe kurz auflösen. Roggensauerteig, davon 200 Gramm. Alles miteinander kurz vermengen. Jetzt 600 Gramm Roggenmehl. Der Teig wird nicht geknetet, der wird nur mit dem Löffel vermischt. So lange vermischen, bis sich alles gut miteinander verbunden hat. Das wird recht klebriger Teig, aber bei 100% Roggenbrot ist es normal. So, und das war's schon. Das hat keine 2 Minuten gedauert. Jetzt nehme ich die Kastenform. Wer möchte, kann ganz dünn mit Pflanzenöl die Seiten und den Boden einölen. Aber bei der Kastenform ist die Beschichtung sehr gut und ich werde das Ganze ohne Öl machen. Jetzt den Teig einfach in die Kastenform füllen. Perfekt. Das Ganze glatt streichen. Den Rand sauber machen. Jetzt geht der Teig für 30 bis 40 Minuten in den warmen Backofen. Der Teig war jetzt 30 Minuten im lauwarmen Backofen. Jetzt den Backofen auf 220 Grad Umluft vorheizen. Den Teig mit Wassernebel einspülen. Und mit einem scharfen Messer in der Mitte 1 cm tief einschneiden. 45 Minuten das Roggenbrot auf der zweiten Schiene backen und den Teig die ersten 5 Minuten im Backofen ein paar Mal mit Wasser einspülen. So, nach 45 Minuten ist das Brot fertig. Mit Wassernebel einspülen. So, das Brot aus der Kastenform rausnehmen. Und auskühlen lassen. Das Roggenbrot ist jetzt etwas abgekühlt. Ich schneide das einmal in der Mitte auf.
Eine schöne weiche Krumme, schöne Kruste. Ein sehr leckeres und schmackhaftes Roggensauerteigbrot, das nur aus Roggenmehl besteht. Viel Spaß beim Zubereiten und guten Appetit!